Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für Couscous-Bratlinge. Dafür als erstes 250 Gramm Couscous in eine Rührschüssel geben, mit 250 Milliliter kochendem Wasser übergießen, einmal kurz durchrühren und für 10 bis 15 Minuten quellen lassen. Als nächstes das Gemüse vorbereiten, 2 bis 3 Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden, eine rote Paprika entkernen und fein würfeln, eine kleine Zucchini ebenfalls in feine Würfel schneiden, 2 kleine oder eine große Möhre grob raspeln und etwa eine Hand Petersilie fein hacken. Danach eine Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, das vorbereitete Gemüse in die Pfanne geben und jetzt bei mittlerer Hitze circa 5 Minuten anschwitzen, gelegentlich mal umrühren und dann vom Herd ziehen und etwas abkühlen lassen. Als nächstes den Couscous mit einer Gabel etwas auflockern und dann können wir die restlichen Zutaten dazugeben, das angebratene Gemüse, außerdem die fein gehackte Petersilie, 100 Gramm Feta-Käse dazu bröseln, einen gehäuften Esslöffel Eiweiß, je einen Teelöffel gemahlenen Koriander, Kumin und Sumak, 2 Eier und eine gute Prise Salz und Pfeffer. Danach alles gut miteinander vermengen bzw. verkneten, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Und dann können wir aus der Masse ca. 10 kleine Bratlinge formen. Dafür immer etwas Couscous zwischen den Händen gut zusammendrücken und zu kleinen Frikadellen formen. So sollten die Couscous-Bratlinge dann aussehen. Das Ganze jetzt für die restliche Couscous-Masse wiederholen. Und wenn ihr damit fertig seid, müssen wir die Frikadellen zum Schluss nur noch in etwas Paniermehl wenden. Und dann können wir die Couscous-Frikadellen anbraten. Dafür eine große Pfanne mit reichlich Öl erhitzen. Und sobald das Öl heiß ist, die Bratlinge in die Pfanne setzen und bei mittlerer Hitze ca. 4 bis 5 Minuten je Seite goldbraun anbraten. Sobald die Unterseite der Frikadellen schön braun sind, einmal wenden und von der anderen Seite zu Ende braten. Danach aus der Pfanne heben, kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen und dann servieren. Dazu gibt es bei mir einen Knoblauchdip. Das Rezept dazu habe ich euch ja bereits in meinem Falafel-Video gezeigt. Und dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.